Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde. Der Winter ist vorbei, der Frühling naht. Wir aktivieren unser Wohnmobil, drehen unseren Schlüssel um und dann der Motor springt nicht an. Warnleuchten, muffiger Geruch, kein Wasserfluss im Wohnmobil und Camper. Das passiert jedes Jahr Tausenden von Campern, weil sie ihr Wohnmobil falsch aus dem Winterschlaf holen. Heute zeige ich dir, wie du dein Wohnmobil, deinen Camper sicher und sauber sowie stressfrei für die Saison startklar machst. Inklusive Profi-Tipps, wie du richtig Geld dabei sparst. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran und dort bekommst du meine persönliche Checkliste, der du auch eure Schäden vermeiden kannst. Viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Viele denken, Plane runter, Abdeckung runter, Zündschlüssel rumdrehen und los geht's. Aber genau das ist ein Riesenfehler. Laut Pannenstatistik von mehreren Automobilclubs zusammengesehen entstehen 30% Wohnmobil- und Campingpannen im Frühjahr direkt nach der Winterpause. Die häufigsten Ursachen sind immer wieder dieselben: entladene Starterbatterien, entladene Aufbaubatterien, poröse Schläuche und natürlich auch verunreinigte Wassersysteme. Wer natürlich jetzt systematisch vorgeht, spart natürlich Geld, Nerven und startet natürlich entspannt in die Saison. Starte mit dem Herzstück deines Wohnmobiles, zwar mit der Elektrik. Nach vielen Monaten Standzeit sind natürlich Batterien eures Campers, eures Wohnmobiles natürlich auch geschwächt. Blei- und AGM-Batterien verlieren pro Monat im Schnitt zwischen 5 und 10% an Akkuleistung. Prüfe natürlich als erstes die Spannung von deiner Starterbatterie und deiner Aufbaubatterien. Liegt sie 12,5 Volt und darunter, empfehle ich natürlich sofort nachladen. Liegen wir unter 12 Volt, wird das Ganze kritisch. Kontrolliere natürlich die Batterien auf Korrosion, lockere Kabel und natürlich werfe einen Blick auf alle Sicherungen inklusive deinen FI-Schalter. Mach auf jeden Fall mal einen FI-Schalter-Check. Mein Profi-Tipp ist eine Batterie älter als 5 oder 6 Jahre. Plane natürlich hier mittelfristig einen Austausch. Hiervon reden wir auf jeden Fall von der Starterbatterie, AGM-Batterie, je nachdem. Die meisten Batterieausfälle passieren natürlich in diesem Alter, in diesem Zeitraum zwischen 5 und 6 Jahre Alter der Starterbatterie. Ein ganz wichtiger Punkt, den natürlich auch viele unterschätzen: die Wasseranlage eures Campers. Auch wenn du vor dem Winter deinen Wassertank entleert hast, können sich über den Winter Bakterien, Schlierfilme, Mikroorganismen, Keime, Bakterien und ein Biofilm im Wassertank und in der Wasseranlage bilden. Deshalb empfehlen Experten im Frühjahr eine komplette Reinigung und Desinfektion eurer Wasseranlage. Ihr könnt es ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, mit was und wie ihr das macht. Es gibt ja so viele verschiedene Aussagen oder Hilfsmittel, mit denen man das machen kann. Wir haben da auch so unsere eigenen Erfahrungen gemacht, zeigen euch nochmal separat drogerieähnlichen Mitteln, die natürlich auch die Gummis, die Schläuche nicht angreifen. Schreibt es ganz einfach mal unten rein in die Kommentare, mit welchen Mitteln ihr das macht, wie oft ihr das vielleicht noch macht. Klar sollte man spezielle Reiniger nutzen. Schaut genau hin bei Haushaltsreinigern, denn viele Haushaltsreiniger greifen hierbei natürlich auch Dichtungen und die Schläuche an. Bevor du losfährst, natürlich sollte jeder Kraftfahrzeugführer machen, einmal ums Fahrzeug gehen, nachschauen, ob alles funktioniert. Reifen stehen im Winter auf ein und derselben Stelle. Das kann zum sogenannten Standplatten führen. Prüfe natürlich auch den Reifendruck, denn im Winter wird in der Regel mit 0,5 Bar weniger Druck hier auf dem Reifen gefahren. Bring den Druck wieder auf Sollwert, achte auf Risse und kontrolliere eventuell auch den Dot-Wert, also das Herstellungsjahr eures Reifen. Den Reifen über 5 bzw. 6 Jahre, das könnte kritisch werden beim Camper. Da haben wir schon mal ein Video dazu gemacht. Verlinken wir hier nochmal mit. Schaut ganz einfach da drauf. Und bei der ersten Probefahrt natürlich eure Bremsen vorsichtig freibremsen. Also schön sanft. Ihr wisst, die sind korrodiert. Dann passt das hier auch
mit euren Bremsen. Jetzt geht es natürlich auch an die Technik. Kontrolliere alle wichtigen Flüssigkeiten, Motoröl, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit und natürlich auch Scheibenwaschanlagenflüssigkeit. Ist euer Öl älter als ein Jahr oder hat über den Winter Feuchtigkeit angezogen? Das merkt ihr auch, wenn ihr das testet am Ölmessstab, ob da Feuchtigkeit angezogen ist. Ist natürlich ein Ölwechsel sinnvoll. Das machen wir jedes Jahr selbst. Das werden wir euch auch nochmal mit zeigen. Das ist kein Hexenwerk, den Ölwechsel selber machen. Auf jeden Fall zeigen wir euch das nochmal demnächst in einem Video. Bleibt ganz einfach dran, abonniert es, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr das Video nicht. Easy einfach, easy sparsam, geht hintereinander weg. Im Camper, im Wohnmobil den Ölwechsel Mildfilter selber machen. Dazu aber später mehr in einem separaten Video. Ein Profi-Tipp, das habe ich mal gehört, auch hier auf YouTube. Wenn das Wohnmobil länger gestanden hat, Wohnmobil starten, kein Gas geben, langsam warm laufen lassen, dann seid ihr hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, zum Schluss kümmern wir uns hier natürlich um Komfort und die Sicherheit. Lüftet dein Wohnmobil gründlich. Wir machen das in der Regel so, dass wir die Heizung voll hochfahren, hier auf mindestens 30 Grad, lassen das schön erwärmen und dann machen wir hier komplett alle Fenster auf, damit die Winterfeuchtigkeit hier komplett auszieht, fahren das Ganze wieder runter und eventuell wiederholen wir das Ganze nochmal. Da sehen wir auch, dass die Scheiben nicht mehr anlaufen. Prüfe auch natürlich deine Gasschläuche, deine Gasanlage. Sind die Schläuche noch haltbar? Sind sie rissig? Liegen sie noch im Toleranzbereich von der Haltbarkeit? Prüfe deine Gaswarnanlage, falls ihr da eine besitzt. Auf jeden Fall vergesst nicht zu kontrollieren das Ablaufdatum eures Gasdruckreglers. Das ist ganz wichtig, auch wenn ihr noch Gastüv drauf habt. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Camper, die häufigsten Fehler sind einfach im Frühjahr einsteigen und losfahren, Wasser ungeprüft nutzen, das Reifenalter ignorieren, ja und natürlich auch die Batterieprobleme unterschätzen. Und genau das endet oft in der Werkstatt. Wenn du die Schritte alle befolgst, startet dein Wohnmobil entspannt und mit Freude in die neue Saison. Wenn dir das Video etwas genutzt hat und gefallen hat, freuen wir uns natürlich auf einen Like von euch. Abonniere den Kanal für mehr Wohnmobil- und Camperwissen hier bei WOMO Reisen, Viola und Uwe. Da würden wir uns riesig drauf freuen. Und schreibt es auch ganz einfach mal in die Kommentare. Was ist dein erster Tipp für dieses Jahr, für diese Saison? Aber wir wünschen euch auf jeden Fall eine pannenfreie Saison. Natürlich immer mehr als eine Handbreit Platz auf dem Stellplatz. Und wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin, tschüss. Steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. WOMO Reisen, unser Abend.